Die Geschichte ereignete sich mit einer alten Großmutter namens Klavdia Iwanowna. Sie war im Alter und benötigte Aufmerksamkeit, da sie mit den Hausarbeiten nicht zurechtkam. Sie hatte einen Enkel namens Iwan, einen jungen und energiegeladenen Kerl, der es nicht mochte, sich um seine Großmutter zu kümmern. Er hielt es für eine unnötige Last auf seinen Schultern und zog es vor, Zeit mit seinen Freunden zu verbringen. Eines Tages, als Klavdia Iwanowna dringend Hilfe benötigte, wandte sie sich an Iwan mit einer Bitte. Sie erklärte ihm, dass sie ohne seine Unterstützung die täglichen Aufgaben nicht bewältigen könne. Doch Iwan wies sie ab und sagte, dass er weder Zeit noch Lust habe, sich darum zu kümmern. Die Großmutter blieb allein und akzeptierte, dass ihr Enkel kein Interesse an ihren Problemen zeigte. Doch das Schicksal hatte andere Pläne. An einem Tag, als die alte Großmutter versuchte, die Hausarbeiten selbst zu erledigen, war Iwan, genervt von ihrem Drängen, furchtlos sie auf die Straße zu werfen, ohne auf ihre Schwäche und ihr Bedürfnis nach Hilfe zu achten. Die Großmutter fiel auf den kalten Asphalt und weinte vor Schmerz und Verzweiflung. Ihr Weinen hörte ein obdachloser Hund, der in der Nähe lebte. Die Großmutter hatte ihn immer gefüttert und das letzte Stück Essen mit ihm geteilt, weshalb der Hund eine besondere Liebe und Dankbarkeit für sie empfand. Als er das Weinen der Großmutter hörte, rannte er ohne zu zögern zu ihr, um zu helfen. Als er am Tatort ankam, biss der Hund Iwan in das Bein, was ihm Angst und Verwirrung bereitete. Iwan, erschrocken, sprang zurück und rannte, ohne sich umzusehen, vom Tatort weg. Von nun an erschien er nicht mehr bei der Großmutter und ließ sie ihrem Schicksal überlassen. Die Großmutter, die auf der Straße lag, umarmte den Hund und dankte ihm für seine Treue und seinen Mut. Da sie wusste, dass sie das obdachlose Tier nicht auf der Straße lassen konnte, beschloss die Großmutter, ihn in ihr Haus aufzunehmen. Allmählich wurden sie mit jedem Tag unzertrennlich. Der Hund wurde ihr treuer Begleiter, Helfer und Beschützer. Er war immer an ihrer Seite, wenn es ihr schlecht ging, leckte sanft ihre Hände, als wollte er den Schmerz und die Einsamkeit lindern. Die Großmutter nannte ihn Alma, und er wurde ihr einziger Freund und ihre Familie. An diesem Tag änderte sich ihr Leben. Alma half der Großmutter bei den Hausarbeiten, brachte ihr Hausschuhe und Zeitungen, spielte mit ihr und war ihr wahrer Gefährte. Sie verbrachten viel Zeit zusammen, spazierten in Parks und Straßen, wo Alma über das Gras rannte und die Großmutter lächelnd zusah. Er wurde ihre Quelle der Freude und Inspiration und vermittelte ihr, dass es nie zu spät sei, ein neues Leben zu beginnen und Glück zu finden. Die Großmutter und Alma lebten bis zum Ende zusammen. Sie waren unzertrennliche Freunde, die ihre Liebe und Fürsorge miteinander teilten. Alma blieb bis zum letzten Tag der Großmutter treu und loyal und half ihr, alle Schwierigkeiten und Sorgen zu überwinden. Als Klavdia Iwanowna starb und ihr erfülltes Leben hinter sich ließ, blieb Alma an ihrem Grab, bewachte ihr Andenken und war weiterhin ihr unersetzlicher Begleiter. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.